aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Jetzt ist es so, wir sind wirklich in Gefahr, weil diese Banken glauben, dass sie das Monopol über unser aller Geld haben können. Und jetzt ist es so, es geht nicht um einen Heini, es geht nicht um die Waldviertler und um die Firma Geher, es geht um das, dass wir Bürger das Recht haben, uns selber zu organisieren. Für mich ist der Heini als Chef jetzt einer der besten Chefs, den man sich wünschen kann. Man ist nicht nur als Arbeitskraft gefragt, sondern auch der Mensch zählt hier. Ich bin immer willkommen, ich bin wie sein Kind sozusagen. Ich habe jetzt gelesen, dass man diese Ablagemethode nennt man die horizontale. Die anderen, die Senkrechte auch kennen, die dann das in Ordner und laden, ich kann das nicht. Meine Methode ist die horizontale. Wie wir unsere Eltern gesagt haben, wir wollen nach Afrika fahren, haben die Eltern gesagt, na, ihr spinnt, das vorher mal fertig studieren, dann könnt ihr noch immer fahren. Und dann haben sie irgendwie gemerkt, die Argumente der Vernunft zählen nicht. Und dann hat Mama emotional den Druck erhöht und hat gesagt, wenn du nach Afrika fährst, stirb ich. Und am Tag vom Abschied habe ich zur Mama gesagt, Vierte, du stirbst jetzt und ich fahre jetzt. Gewarnt haben wir beide, sie ist nicht gestorben und wir sind gefahren. Und auch das war ein wichtiges Erlebnis, sich diesen Druck nicht zu beugen, sondern, der Willi Reich sagt, der Sehnsucht zu folgen, dass das irgendwie das Schlüsselereignis ist, wo sich das Leben öffnet. Wie wir von Afrika heimgekommen sind, haben wir nie darüber geredet, was wir denn machen werden, wenn wir wieder daheim sind. Und beide haben wir mit Medizinstudium angefangen. Und zwar, weil wir in Afrika oft so ganz, ganz schreckliche Not und Krankheiten gesehen haben. Und habe zunehmend irgendwie auch gemerkt, dass so die Problematik der dritten Welt ganz wesentlich verknüpft ist mit dem Wahnsinn, den wir da treiben. Und habe dann mit einem Freund auf die große Prüfung Pathologie gelernt. Der Beider ist durchgekommen, ich bin durchgefallen. Und der Beider hat einen reichen Vater gehabt. Der hat ihm 10.000 Schilling gegeben und der Beider ist mit den 10.000 Schilling Shopping nach München gefahren. Und dann haben wir uns im Café Merkur in der Florianigasse getroffen. Und der Beider hat mir gezeigt, was er sich alles gekauft hat und hat unheimlich geschwärmt von Schuhen, die es in ganz Österreich nicht gibt, aber in München. Und ich schaue so unter den Tisch rein und schaue im Beider auf die Füße und sehe die Schuhe und oben schwärmt der Beider, wie klasse die Schuhe sind. Und wie ich die Schuhe so anschaue und dann den Kopf hebe, sage ich, weißt du was, Beider, ich höre jetzt auf mit dem Medizinstudium, ich werde jetzt Schuhhändler. Ich habe mich mein Leben lang nicht für Schuhe interessiert. Und in dieser Sekunde sind quasi die Würfel gefallen und ich wundert mich jetzt, 35 Jahre später, noch immer drüber, dass das tatsächlich so war, dass ich von diesem Augenblick weg mich dann bemüht habe,
die Schuhe aus Dänemark zu kriegen. Und da bin ich Autostopp nach Dänemark gefahren, habe den Schlafsack in einem Park versteckt, dass die nicht merken, dass ich wie ein Sandler daherkomme. Und habe dann in dem Büro von der Firma gesagt, ich möchte euch eine Schuhe in Österreich verkaufen. Und die haben gesagt, super. Und dann habe ich gesagt, bitte, ich kenne mich nicht aus in Schuhhandel, Sie sollen mir helfen, einen Erstauftrag zu formulieren. Und dann haben wir die Schuhe um 300.000 Schilling aufgeschrieben. Ich habe überhaupt kein Geld gehabt. Und wieder, dass die nicht merken, dass ich kein Geld habe, habe ich freundlich unterschrieben und bin Autostopp wieder heimgefahren. Und dann habe ich 2 Tage meine Freunde angerufen, ob sie mir Geld borgen, weil ich jetzt Schuhe um 300.000 Schilling bestellt habe. Und habe in 2 Tagen das Geld zusammen telefoniert gehabt, das ich zum Anfang gebraucht habe. Und ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass es auch eine Möglichkeit wäre, eine Bank zu fragen, ob sie mir ein Geld borgt. Mir war das mit den Freunden viel, viel näher. Die Firma ist wirtschaftlich quasi nie solid auf die Beine gekommen. Und wie dann so die Schulden im Wachsen waren, haben die Schuster Angst gekriegt, dass sie mit den 8.000 Schilling Löhne für die Schulden der Firma gerade stehen müssen und haben in Panik gesucht, den sie die Firma schenken können. Und dann haben der Gerhard Benke, er war damals Geschäftsführer, und ich die Firma 1991 übernommen. Und weil die Firma gar kein Geld gehabt hat und wir uns keinen gescheiten Geschäftsführer leisten haben können, der von den Schuhen was verstanden hätte, ist mir niemand eingefallen, der da die Arbeit gratis machen konnte, außer ich selber. Ich habe von den Schuhgeschäften leben können und damit war das für mich ein Klacks, da aufziehen und mich bemühen. Und ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass ich mir jetzt eine Wohnung in Schrems suchen soll, sondern habe da hinten in einen garagenartigen Raum ein Bett eingestellt. Dort habe ich geschlafen, im Belegschaftsraum habe ich gearbeitet und vor 10 Jahren habe ich einen Holzboden gekriegt und eine Heizung und lebe jetzt quasi auf hohem Komfortniveau. Da habe ich das luxuriöse Kombination Badewanne und Bett. Und der Blickschutz, den manche Freundin verlangt hat, den haben wir gemacht, indem wir Dämmmaterial so hoch aufgeschlicht haben, dass niemand drüber gesehen hat. Und da glaube ich auch wieder, dass so meine Herkunft, dass das wegbereitend war für das, dass mir das einfach wurscht war. Ja. Ich habe jetzt noch immer Bekanntschaften, die das arg finden, dass ich in der Firma wohne. Ich habe mein ganzes Leben so gelebt. Ich war dann im Waldviertel in der Schuhwerkstatt, habe mich irgendwie bemüht, dass dieses marode Baby gesundet. Und während die Schuhwerkstatt so nach und nach ein bisschen stärker geworden ist die Firma Geher, meine Geschäfte,
in die Krise geschlittert. Und ich habe das lang nicht gesehen. Und wie ich es dann gesehen habe, war es fast spät. Und wie wir 97 dann kein Geld mehr gehabt haben, habe ich mir gedacht, zusammenhelfen, sparen und fleißig sein ist der Weg aus der Krise. Und beim Sparen habe ich mir gedacht, das Sparen ist dort am wirksamsten, wo wir bisher die teuersten Leute gehabt haben. Und die teuersten Leute vor 97 waren die sogenannten Werbefachleute. Und ich habe einen Freund gehabt, der war ein arbeitsloser Architekt. Und ich habe zum Didi gesagt, Didi, lass es uns probieren, die Werbung selber zu machen. Werbung ist eigentlich scheiße. Sie belästigt uns im Fernsehen, im Radio, in Landschaft, im Briefkasten und jetzt auch im Internet. Und wenn wir schon werben müssen, dann möchte ich zum Dank für die Beachtung auch Brennstoff für Herz und Seele mitliefern. Und dabei sind diese Werbeheftel entstanden, wo jede zweite Seite ein ganzseitiges Foto ist. Immer mit einem Text aus Poesie, Philosophie und Literatur. Und ich sage, wir machen diese Texthäppchen dann gut, wenn sie mit dieser Frage, was zu tun haben, was tun wir denn da auf der Welt? Und das da zum Beispiel ist ein Lieblingssatz von mir, den habe ich gefunden in einem Buch von der Dorothee Sölle, Mystik und Widerstand. Und der Satz heißt, grenzenlos glücklich, absolut furchtlos, immer in Schwierigkeiten. Und die Dorothee Sölle sagt dann so schön, es gehört alles zum Potenzial unseres Lebens. Und witzigerweise haben wir dann diese Heftel kreiert, der Didi und ich. Und mit diesen Heftel haben wir dann erstmalig eine Werbung gehabt, die wir immer unmittelbar nach dem Verteilen dieser Hefte auch im Umsatz messen haben können. Und wir haben dann unglaubliche Erfolge mit diesen Hefteln gehabt. Und im Jahr 1999 ist die Firma um 40% gewachsen. Und wir sind aus diesen Schulden und Verluste vom 97er Jahr in rasantem Tempo wieder rausgekommen. Und dann im 99er Jahr bin ich vorgeladen worden vor einem Bankdirektor, der mir den Kreditrahmen von 12 Millionen auf 7 Millionen Schilling gekürzt hat. Und dieses Ereignis, das mich damals fuchsteufels wild gemacht hat, habe ich zum Verdanken, dass ich damals gesagt habe, es gibt für meine Firma kein wichtigeres Ziel, außer die Bankenunabhängigkeit. Für unsere 200 Freunde, Mitarbeiterinnen und Kunden haben wir 100 Arbeitsplätze geschaffen. Weitere 2.500 Leute haben uns Geld geborgt für die Photovoltaik und damit haben wir die größte Photovoltaikanlage im Waldviertel geschaffen und jetzt liefert die Sonne doppelt so viel Strom, als wir mit der ganzen Firma mit 130 Leuten brauchen. Und jetzt finde ich, das zeigt genau in die richtige Richtung. Wir erhalten das Handwerk der Schuhmacherei. Wir schaffen Arbeitsplätze in der Krisenregion Waldviertel. Wir sind Vorreiter in der Bewältigung der Energiewende. Und jetzt kommt die FMA daher und sagt, der Heini ist ein Verbrecher, der darf das nicht machen. Mein Ungehorsam der FMA gegenüber war letzten Endes auch
Gehorsam zu meinen Mitarbeitern und zu dem Werkel, das wir da betreiben. Und wie ich nachher gespürt habe, dass nahezu die ganze Bevölkerung hinter mir steht, war das mutig sein in Wirklichkeit ein Klacks, finde ich. Und jetzt finde ich ein bisschen so wie es ansteckende Krankheiten gibt, so gibt es auch ansteckende Gesundheit. Und so wie Angst ansteckend sein kann, so ist aber auch Mut ansteckend. Und ich habe da die wildesten Sachen erlebt, dass ich durch Wien spaziere und Autobremsen zusammen lassen das Fenster runter und schreien, lass dich nicht runterkriegen. Und irgendwie mit diesen Rückenwind, finde ich, ist mutig sehr leicht. Und das glaubt ihr wieder. Wir sollen einander möglichst viel von diesem Rückenwind zuteil werden lassen, weil es gibt viele, viele Ebenen, die nach Wandel schreien. Und der Wandel wird nicht kommen, wenn wir ihm nicht angehen. Und in unserer Sehnsucht ist das längst da. Es geht um das, dass wir das auf die Radl bringen, was wir ersehnen und erhoffen.